Hey Sultai, was sind die besten Spezialisierungskarten? Hey Sultai, was ist die beste Kriegsmaschine? Hey Sultai, welches Team sollte ich zuerst aufleveln? Hey Sultai, hey Sultai, hey Sultai. So viele Fragen erreichen mich täglich hier im Spiel The Walking Dead Survivors. Ich zeige euch in diesem Video, welche Spezialisierungskarten, welche Warcard, welches Team für dich am besten ist, die Vor- und Nachteile und wenn du ein Anfänger bist, welches Team du zuerst aufleveln solltest. Und was du dir auf jeden Fall merken solltest, es gibt in diesem Spiel kein perfektes Setup. Es gibt Gegner, die sind jedes Mal verschieden, ja, auch die leveln sich auf. Und was ich dir geben kann, ist ein Weg. Den Weg musst du selber gehen, anhand der Beispiele, die ich dir gebe. Alles andere liegt an dir, liegt an deinem Setup und liegt an deinen Vorlieben. Also, wie gesagt, es gibt kein perfektes Setup und dafür ist das Spiel viel zu variabel. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen das Step by Step. Zum Anfang für Beginner, ja, welche Helden sollte ich aufleveln? Sollte ich auf Scharfschützen gehen oder auf Nahkampf oder auf Kavallerie? Dann gehen wir kurz die Kriegsmaschinen durch. Dann gehen wir die Setups durch. Violet Mines gegen die Tyrannen, Violet Mines gegen Violet Mines, Tyrannen gegen Violet Mines und Tyrannen gegen Tyrannen. Ich zeige euch die besten Warcards, die besten Spezialisierungskarten. Wie gesagt, es ist nur ein Weg, den ich euch mitgeben kann. Es gibt viele Variationen. Ihr müsst selber entscheiden, welchen Weg ihr gehen möchtet. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich würde mal vorschlagen, wir fangen gleich mal an. Okay, fangen wir mal an. Welche Truppenart sollten Anfänger spielen? Nahkampf, Scharfschützen oder Kavallerie. Also viele Anfänger machen denselben Fehler. Ja, sie leveln Kavallerie auf, dann ein bisschen Scharfschützen, ein bisschen Nahkampf, weil sie halt keinen Fokus haben auf eine Truppenart. Das kostet enorme Mengen an Ressourcen, Beschleuniger und Forschungszeit. Besser ist es, sich früh auf eine Truppenart zu fokussieren. Egal was für ein Setup ihr habt, es ist nicht alles gleich. Jedes Setup verhält sich anders, weil dein Gegner nicht immer der gleiche ist. Nicht jeder Gegner hat dieselben Werte. Na? Deine Gegner wachsen auch. Wichtig ist, dass dein Setup höher ist als den deines Gegners. Das ist das Entscheidende. Ich kann euch nur einen Weg geben. Verstehen, wie das funktioniert, müsst ihr natürlich selber. Also fangen wir mal an. Wenn du Nahkämpfer bist, ist die erste Wahl aus meiner Sicht Nahkämpfer. Warum? Nahkämpfer haben starke Helden wie dem Governor, Negan oder CTE Dwight. CTE Dwight erhaltet ihr im späteren Verlauf des Spiels. Dann sind die Nahkämpfer aktuell sehr stark im PvP. Sie haben eine hohe Überlebensfähigkeit und funktionieren in allen Spielphasen. Alternativ könnt ihr in den ersten 3 Seasons die Whisperer mit aufleveln. Man sollte da aber schon langsam anfangen, den Governor und Negan-Fragmente zu sammeln. Na, das ist sehr wichtig. Die sicherste und vielseitigste Investition für langfristigen PvP-Erfolg sind die Nahkämpfer. An zweiter Stelle setze ich die Scharfschützen. Warum? Sie haben einen sehr hohen Schaden, starke Helden wie Pamela und Negan und besonders stark in Rallyes, PvE und im Endgame. Aber Pamela ist schwerer aufzuleveln als CTE Dwight. Das sollte unbedingt berücksichtigt werden. Fazit: Scharfschützen lohnen sich vor allem, wenn du früh den Fokus auf Pamela legen möchtest. Drittens ist die Kavallerie, ja, schnell für einige Events nützlich, auch zum Bauen. Aktuell weniger relevant in der PvP-Meta, ist schwieriger zu optimieren. Fazit: Kavallerie ist für Anfänger derzeit nicht die erste Wahl, kann aber mit Violet Mines gespielt werden. Die wichtigste Wahrheit hier ist, nicht die Truppenart allein entscheidet, sondern deine Helden. Wichtig ist, am Ende gewinnen Helden, Ausrüstung, Forschung, Spezialisierungen, Hund und das richtige Matchup, nicht allein die Truppenart. Für die meisten neuen Spieler bleibt Nahkampf jedoch der sicherste Start. Na? Kurzer Überblick über die Kriegsmaschinen. Wir haben einmal die Judge Death. Die gilt aktuell als eine der stärksten Kriegsmaschinen im PvP. Die Aktivierung erfolgt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit und alle 3 Crews erhalten für 4 Runden plus 11,5% Schaden sowie minus 11,5% erlittenen Schaden. Der große Vorteil ist die Zuverlässigkeit und der Nutzen für das gesamte Team. Dann haben wir Flames of 4. Flames of 4 ist die Burstmaschine schlechthin. Mit 70% Auslösewahrscheinlichkeit verursacht sie gewaltige 402,5% Schaden an einer einzelnen Crew. Trifft sie die richtige gegnerische Crew, kann ein Kampf sehr früh entschieden werden. Allerdings ist sie stark vom Zufall abhängig und bietet keinerlei Unterstützung für die eigenen Truppen. Dann haben wir die Killers Collection. Sie löst mit 80%iger Wahrscheinlichkeit aus und startet 3 Angriffe mit jeweils 115% Schaden. Dadurch entsteht ein hoher Gesamtschaden und die Treffer können auf mehrere Ziele verteilt werden. Der Nachteil ist die zufällige Zielauswahl, wodurch der Schaden nicht immer dort landet, wo man ihn benötigt. Na, ist halt so, 80% ist Zufall.
Dann haben wir das Kriegshorn. Kriegshorn aktiviert sich bereits vor Kampfbeginn mit 100%iger Wahrscheinlichkeit und verstärkt 2 eigene Crews für 4 Runden um plus 46% Angriff und plus 46% Verteidigung. Das macht die gebufften Crews extrem stark. Allerdings profitieren nur 2 von 3 Crews davon. Also das Fazit der Kriegsmaschinen ist, für ausgeglichene Kämpfe ist Judge Death meist die sicherste und stärkste Wahl. Wer auf maximale Offensive setzt, greift häufig zu Flames of 4 oder Killers Collection. Das Kriegshorn bleibt eine sehr starke Alternative, während zum Beispiel die Gewehrkiste XL, Melee Crate XL, Crossbow und Shield Collection eher situative oder Übergangslösungen sind. Wichtig ist jedoch, es gibt keine Kriegsmaschine, die automatisch jeden Kampf gewinnt. Gegnerische Team, Helden, Kartenlevel und Maschinenlevel entscheiden am Ende immer mit. Na? Okay, kommen wir mal zu den Setups. Violet Minds gegen Violet Minds, Nahkampf gegen Nahkampf. Hier würde ich die Kriegsmaschine nehmen, definitiv Judge Death. Warum? Sie bufft alle 3 eigenen Crews 4 Runden mit 11,5% Schaden um minus 11,5% erlittenen Schaden. Besser als eine reine Schadensmaschine, weil beide Teams hart in Skill und Berserk reingehen. Die Karten, der Governor steht vorne und bekommt die Karte Hit and Guard. Die Front muss überleben. Diese Karte gibt Nahkämpfer Schild und trifft 2 Ziele. Ja? Dwight ist in der Mitte und bekommt die Karte Weakness Exploit. Sie ist extrem stark, weil es Fähigkeitsschilde und fähigkeitsbedingte Effekte blockt und alle 3 Nahkampf-Crews Skill Berserk gibt. Na, das ist sehr wichtig. Negan ist hinten, er bekommt die Karte Melee Crackdown. Das ist die beste Nahkampf-Offensivkarte. Plus 30% Zusatzschaden gegen Nahkampf. Zweites Setup. Violet Minds gegen die Tyrannen. Nahkampf gegen Scharfschützen. Hier würde ich die Kriegsmaschine wieder Judge Death nehmen. Warum? Tyrannen mit Pamela haben viel Burst, Silence und Evasion und das entfernen negative Effekte. Judge Death schützt alle 3 und erhöht den Schaden zuverlässig. Folgende Karten vergebe ich hier. Der Governor ist vorne und bekommt die Karte Weakness Exploit. Warum? Sie blockt Fähigkeitsschilde, fähigkeitsbedingte Effekte und pusht alle Nahkampffähigkeiten. Dwight ist in der Mitte und bekommt die Karte Hit and Guard. Diese Karte hält die Front gegen Scharfschützenburst stabil. Negan ist hinten und bekommt die Karte Sharpshooters Crackdown. Warum? Sie ist eine direkte Anti-Scharfschützenkarte mit Zusatzschaden gegen Scharfschützen. Okay, drittes Szenario. Tyrannen gegen Violet Minds. Scharfschützen gegen Nahkampf. Kriegsmaschine, auch hier wieder Judge Death. Warum? Weil Tyrannen leben von Pamelas und Negans Skilldruck. Judge Death gibt allen 3 Crews Schaden plus Schutz. Das passt besser als zum Beispiel die Gewehrkiste XL, die nur Zusatzschaden macht. Hier vergebe ich folgende Karten. Der Governor ist vorne und bekommt die Karte Sharpshooters Armor. Warum? Der Governor steht vorne und braucht Schutz und Schild für die eigenen Scharfschützen. Pamela ist in der Mitte und bekommt die Karte Melee Crackdown. Pamela trifft mehrere Ziele stark. Anti-Nahkampf-Zusatzschaden passt perfekt dazu. Negan ist hinten und bekommt die Karte Overpower. Sie gibt Scharfschützen Berserk und verstärkt den Schaden. Okay, viertes Setup. Tyrannen gegen Tyrannen. Scharfschützen gegen Scharfschützen. Hier auch wieder die Kriegsmaschine Judge Death. Warum? Es ist ein Spiegelmatch. Wer länger lebt und früher mehr Skillschaden durchbringt, der gewinnt. Judge Death bufft alle 3, nicht nur 1 oder 2 Ziele. Ja? Folgende Karten vergebe ich hier. Der Governor steht vorne und bekommt die Karte Sharpshooters Armor. Das ist die beste Scharfschützen-Defensivkarte. Ja? Pamela steht in der Mitte, bekommt die Karte Chemikalien. Sie setzt gegnerische Scharfschützen auf Infected und verursacht Dot. Negan ist hinten und bekommt die Karte Sharpshooter Crackdown. Das ist die beste direkte Offensivkarte gegen Scharfschützen. Okay, kurzes Fazit. Also Judge Death ist in allen 4 Fällen die stärkste Maschine, weil sie 4 Runden lang alle 3 Crews offensiv und defensiv bufft. Bei Karten gilt, Nahkampfteams nutzen Weakness Exploit und Hit and Guard. Scharfschützenteams nutzen Sharpshooters Armor und Overpower. Und die dritte Karte wird je nach Gegner mit Melee Crackdown oder Sharpshooters Crackdown oder halt Chemikalien angepasst. So, jetzt sind wir erstmal alles durchgegangen. Ich hoffe, ich habe das euch verständlich erklären können. Wir können uns ja kurz meine Spezialisierungskarten angucken und ich zeige euch, worauf ich geachtet habe. Ja? Okay, wir haben hier den Governor. Ich gebe dem Governor die Karte Brutal Basher. Warum? Weil diese Karte löst den Status Fraktur aus. Ja, das ist sehr wichtig. Dann haben wir CTA Dwight. Er hat die Karte Weakness Exploit. Na? Das ist komplett gut, weil CTA Dwight braucht die Karte
Und für diese Karten habe ich das Setup so ausgewählt, dass es in der Art universell ist. Gegen Nahkämpfer und gegen Scharfschützen. Na? Dann haben wir Negan, der steht hinten und er bekommt die Karte Prey on the Weak. Warum Sold Eye? Der Governor löst den Zustand Fraktur aus. Negan profitiert davon, weil die Karte Prey on the Weak wird nochmal stärker und gibt mehr Schaden, wenn das Ziel im Frakturstatus sich befindet. Da kommen wir wieder zum Governor. Er löst den Status aus, Fraktur. Dwight ist in der Mitte, ist ein defensives Monster. Negan muss Schaden machen und nimmt die Fähigkeit, die der Governor ausgelöst hat und kriegt zusätzlichen Damage. Das heißt, er hat hier 21,6% mehr Damage. Ja? So bin ich rangegangen. Das Setup, was ich für euch ausgewählt habe, ist fast das gleiche Prinzip. Ja? Ihr müsst es halt verstehen. Es gibt Karten, die kannst du universell einsetzen. Es gibt aber auch Karten, die sind speziell gegen Teams geschaffen. Gegen die Tyrannen. Ja? Gegen Nahkämpfer, gegen Kavallerie und gegen Scharfschützen. Es bringt dir aber nichts, wenn ich dir ein perfektes Setup gebe. Du hast einen Gegner, wo das mal funktioniert und die anderen 99 Gegner haben immer unterschiedliche Setups. Das heißt, dann bist du wieder im Nachteil. Ne? Von daher achte darauf, kundschafte deinen Gegner aus, passe dein Setup dementsprechend an. Wenn du hier aktiv im Spiel bist, versuche dich so hoch wie möglich aufzuleveln und das ist eigentlich das Geheimnis. Ne? Weil wie gesagt, es kommt nicht darauf an, was für ein Setup du hast, sondern es kommt darauf an, wie gut dein Setup aufgelevelt ist und was für ein Setup dein Gegner hat. Dir nützt das beste Setup nichts, wenn der Gegner eine höhere Kriegsmaschine hat oder bessere Spezialisierungskarten, ja, oder bessere Viper-Marken vom Level her. Das bringt dir denn nichts. Ne? Okay, gut. Im nächsten Video gehen wir mal durch, welcher Negan ist besser. Der normale Negan oder Ruthless Negan? Ist der normale Governor besser, ja, oder Vengeful Governor? Und wir lösen das Geheimnis der Karte Cavalry Crackdown. Dann würde ich mal sagen, freuen wir uns auf das nächste Video. Macht es erstmal gut, bis dann, euer Sold Eye.